Bayern-Fans, stellt euch mal kurz die Frage, wie schwer wird dieses Champions League Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo wirklich für den FC Bayern München? Denn Bergamo ist zu Hause extrem unangenehm zu spielen, aber gleichzeitig haben die Bayern in dieser Saison eine der besten Auswärtsbilanzen Europas. Bekommen wir also schon im Hinspiel einen Bayern-Sieg in Italien oder könnte Bergamo für eine Überraschung sorgen? Genau darüber sprechen wir heute. Ihr bekommt in diesem Bayern-Video spannende Fakten zum Spiel, meine Prognose und natürlich auch die mögliche Bayern-Aufstellung von Trainer Vincent Kompany. Wenn euch solche Bayern-Analysen und Champions League-Prognosen gefallen, dann lasst gerne schon mal einen Daumen hoch da, abonniert Werners Fußballecke und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Bayern-Video mehr verpasst. Und bevor wir uns gleich die Bayern-Aufstellung natürlich genauer anschauen, gibt es erst noch ein paar richtig starke Fakten rund um den FC Bayern und Bergamo. Also auf jeden Fall dranbleiben. Hier sehen wir den Weg vom FC Bayern München und Atalanta Bergamo ins Champions League Achtelfinale. Die Bayern haben eine mega starke Champions League Ligaphase gespielt und wurden am Ende auch hochverdient Zweiter direkt hinter dem FC Arsenal. Mit 7 Siegen bei nur einer Niederlage und einem Torverhältnis von 22:8 Toren spricht das ganz klar eine klare Sprache. Bayern ist in dieser Saison richtig stark unterwegs, ob Bundesliga oder auch Champions League. Und natürlich gehört man damit auch ganz klar zu den Top-Favoriten auf diesen jährigen Champions League-Titel. Atalanta Bergamo hingegen hat sich erst am Ende noch für das Achtelfinale qualifiziert und zwar ja über die Playoff-Spiele gegen Borussia Dortmund. In der Ligaphase selbst haben die Italiener nur 10 Tore erzielt und auch 10 Gegentreffer kassiert. Also ja, auf dem Papier gehen wir natürlich als Favorit in dieses Achtelfinalduell. Und ich glaube auch, nach 2 Spielen wird sich der FC Bayern am Ende auch durchsetzen. Trotzdem darf Bayern Atalanta Bergamo auf keinen Fall unterschätzen. Aktuell stehen sie zwar nur auf Platz 7 in der Serie A, aber wie gefährlich sie sein können, ja, das hat Borussia Dortmund im Rückspiel deutlich gespürt mit der 4:1 Niederlage. Deshalb ist ganz klar, Bayern muss konzentriert und ja auch mit Respekt in dieses Champions League Achtelfinale gehen. Wenn man das macht, sollte das Team von Trainer Vincent Kompany am Ende aber auch erfolgreich ins Viertelfinale einziehen. Und hier sehen wir jetzt die aktuelle Saisonbilanz 25-26 von Bayern und Atalanta Bergamo in allen Wettbewerben. Gut, schauen wir uns jetzt mal etwas genauer die Heimbilanz von Bergamo und die Auswärtsbilanz vom FC Bayern München an. Das ist nämlich wirklich sehr interessant. In der Serie A hat Atalanta zu Hause bisher erst 2 Niederlagen kassiert. Die letzte gab es am 17. Spieltag beim 0:1 gegen Inter Mailand. Auch in der Champions League haben sie nur ein Heimspiel verloren. Das war das 2:3 am 7. Spieltag in der Ligaphase gegen Athletic Bilbao. Heißt also, zu Hause ist Bergamo definitiv kein einfacher Gegner. Aber wenn wir uns mal die Auswärtsbilanz vom FC Bayern München anschauen, egal ob Bundesliga oder Champions League, dann ist das wirklich ein absoluter Megawert. In der Bundesliga haben die Bayern 10 von 12 Auswärtsspielen gewonnen und das mit einem brutal starken Torverhältnis von 40:11 Toren. Wirklich ein Hammerwert. Und auch in der Champions League läuft es auswärts sehr gut. 3 von 4 Spielen wurden gewonnen. Die einzige Niederlage gab es beim FC Arsenal. Deshalb müssen die Bayern jetzt keine Angst vor diesem Auswärtsspiel in Bergamo haben. Klar, es ist ein Champions League Achtelfinale. Das heißt, Respekt vor dem Gegner auf jeden Fall. Aber wenn Bayern von Anfang an zeigt, wir sind hier der Chef auf dem Platz, dann sollte dieses Spiel in Bergamo auch nicht verloren gehen. Schauen wir uns jetzt mal die Gesamtbilanz der beiden Teams an. Da sieht man schon, Atalanta steht defensiv wirklich stabil. Aber gut, das ist ja bei vielen Teams aus der Serie A der Fall.
Zum Vergleich, Borussia Dortmund, die ja aktuell auch eine stabile Defensive haben in 38 Saisonspielen insgesamt 51 Gegentore kassiert bei 81 eigenen Saisontoren. Die Abwehr von Bergamo steht mit nur 41 Gegentoren, also wirklich schon ziemlich stabil. Aber hey, wenn wir uns die 128 Saisontore vom FC Bayern anschauen, mit Spielern wie Luis Diaz, Michael Olise und natürlich Mr. Harry Kane vorne drin, da werden die Bayern ihren Weg zum Tor schon finden. Versprochen, Bayern-Fans. Schauen wir uns jetzt noch kurz die aktuelle Form beider Teams an. Die Bayern sind aktuell wieder richtig gut drauf. Die letzten 5 Bundesligaspiele wurden alle gewonnen. Ein kleiner Punkt bleibt natürlich die Defensive, denn so viele Gegentore darfst du dir im Champions League Achtelfinale nicht erlauben. Hier gibt es schließlich nur 2 Spiele, Hin- und Rückspiel. Aber gleichzeitig sieht man auch sofort wieder, wie brutal stark die Bayern-Offensive ist. Der FC Bayern hat in den letzten 5 Ligaspielen 18 Tore erzielt. Atalanta Bergamo kommt im gleichen Zeitraum auf 9 Tore, also genau die Hälfte. Dazu haben beide Teams 6 Gegentore kassiert. Und was auch noch interessant ist, Bergamo konnte seine letzten 2 Ligaspiele nicht gewinnen. Ich gehe aber davon stark aus, dass Bayern-Trainer Vincent Kompany sich natürlich das 4:1 von Bergamo gegen Borussia Dortmund ganz genau angeschaut hat und daraus die optimale Bayern-Taktik für dieses Hinspiel entwickelt hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da vertraue ich Kompany komplett. Bevor wir gleich zur möglichen Bayern-Aufstellung für das Champions League Hinspiel in Bergamo kommen, schauen wir uns noch kurz die aktuellen Top-Torschützen beider Teams in allen Wettbewerben an. Und ja, da springen natürlich sofort die Zahlen von Harry Kane, Luis Diaz und Michael Olise ins Auge. Ein wirklich verrückter Fakt: Atalanta Bergamo hat bisher insgesamt 62 Saisontore erzielt. Das bedeutet, Harry Kane und Luis Diaz zusammen haben mehr Tore geschossen als das komplette Team von Atalanta Bergamo. Schon ein ziemlich krasser Wert. Allerdings sollte man auch einen Spieler bei Bergamo besonders im Auge behalten. Am Samstag beim 2:2 in der Serie A hat Stürmer Gianluca Scamacca beide Tore für Atalanta erzielt. Also ja, den sollte die Bayern-Abwehr definitiv nicht aus dem Auge lassen. Aber ich denke, das bekommen Laimer, Tah, Upamecano und Stanisic auf jeden Fall hin. So, liebe Bayern-Freunde, jetzt schauen wir uns einmal genauer die mögliche Aufstellung von Vincent Kompany für das Hinspiel gegen Atalanta Bergamo an. Ja, und das hier wäre meine mögliche Kompany-Aufstellung für das Spiel jetzt halt am Dienstag in Bergamo. Im Tor gibt es natürlich eine Veränderung. Manuel Neuer fällt ja aktuell verletzt aus. Das bedeutet, dass Jonat Ugrbek wieder ins Bayern-Tor kommt. Aber Ugrbek ist für mich genau der richtige Vertreter für Neuer im Bayern-Tor. Er ist stark auf der Linie und auch mit dem Ball am Fuß richtig gut. Was im Bayern-Spielaufbau natürlich aktuell unter Kompany sehr wichtig ist. Schauen wir uns auch die Viererkette davor an. Auf der linken Seite sehe ich auf jeden Fall Konrad Laimer, der mit seiner Aggressivität, Laufstärke und Zweikampfstärke extrem wichtig ist, gerade gegen ein italienisches Team wie Bergamo. In der Innenverteidigung natürlich mit Tah und Dayot Upamecano. Tah bringt Ruhe, super Passsicherheit und Kopfballstärke mit. Upamecano dagegen ist mit seiner Schnelligkeit und Physis enorm wichtig, besonders wenn Bergamo schnell umschalten will. Und auf der rechten Seite Josip Stanisic, der defensiv sehr stabil ist und gleichzeitig auch immer wieder mit nach vorne schieben kann. Und ja, zusammen mit Arsenal London und Manchester City hat Bayern mit die beste Abwehr, was die aktuellen 38 Gegentore angeht, in ganz Europa. Also ja, auch die Bayern-Abwehr hat Champions League-Titel Niveau, auf jeden Fall. Gut, im zentralen Mittelfeld sind natürlich Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic gesetzt. Kimmich ist natürlich der Taktgeber im Bayern-Spiel. Er organisiert das Spiel, verteilt die Bälle und bringt auch immer wieder gefährlich seine Chipbälle mit in Strafraumnähe. Neben ihm
Pavlovic, er ist unglaublich spielintelligent, ruhig am Ball und kann das Spiel sehr gut lesen. Gerade in solchen Champions League Spielen kann seine Ruhe im Mittelfeld extrem wichtig sein. Davor auf der 10er-Position sehe ich natürlich Jamal Musiala. Er muss einfach für mich jetzt wieder in die Startelf. Musiala ist mit seiner Dribbelstärke, Kreativität und Unberechenbarkeit immer ein Spieler, muss man dran denken, der eine Defensive wie die von Bergamo knacken kann. Auf den Flügeln natürlich mit Luis Diaz und Michael Olise. Aktuell für mich die besten Flügelspieler in ganz Europa. Luis Diaz bringt unglaublich viel Tempo mit, Dynamik und 1 gegen 1 Qualität mit. Gerade gegen so eine kompakte italienische Abwehr kann genau so ein Spieler den Unterschied machen. Auf der anderen Seite Michael Olise, der technisch extrem stark ist, ein sehr gutes Auge für den letzten Pass hat und natürlich auch immer selbst Torgefährlichkeit ausstrahlt. Beide alleine haben zusammen bis jetzt 33 Saisontore erzielt und mega 41 Tore vorbereitet. Und dazu im Sturm natürlich Mr. Harry Kane, er sollte wohl wieder fit sein für das Spiel in Bergamo. Kane mit seinen aktuellen 45 Saisontoren stellt zusammen mit Olise und Diaz das bestoffensive Trio in den Top 5 Ligen Europas. Dazu ist Kane nicht nur ein Weltklasse-Stürmer, sondern auch extrem wichtig im Spielaufbau und als Anspielstation vorne. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, Trainer Vincent Kompany hat auch von der Bank noch richtig starke Optionen. Für die Defensive könnte zum Beispiel Min-Jae Kim noch ins Spiel kommen und offensiv gibt es natürlich auch noch das Supertalent, natürlich Lennart Kahl, eine spannende Option für die zweite Hälfte. Ein Spieler mit viel Tempo und Kreativität, der gegen müde Abwehrspieler nochmal richtig gefährlich werden kann. Natürlich dazu auch noch Serge Gnabry. So, liebe Bayern-Fans, dann kommen wir jetzt natürlich zu meiner Prognose für das Champions League Achtelfinal-Hinspiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern München. Klar, es wird kein Selbstläufersieg für die Bayern. Bergamo ist zu Hause wirklich stark, steht defensiv stabil und wird natürlich alles reinwerfen. Schließlich ist es ein Champions League Achtelfinale vor den eigenen Fans. Aber wenn der FC Bayern seine Qualität auf den Platz bringt, vor allem mit der Offensive um Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise und Jamal Musiala, dann hat Bayern einfach mehr individuelle Klasse. Wichtig wird sein, dass Bayern konzentriert bleibt, defensiv stabil steht und seine Chancen vorne konsequent ausnutzt. Und ich glaube auch, dass genau das passieren wird. Deshalb ist mein Tipp für das Bayern-Hinspiel in Bergamo ein 2:1 Auswärtssieg für den FC Bayern München. Ein wichtiger Auswärtssieg für Bayern, der eine richtig gute Ausgangslage für das Rückspiel in der Allianz Arena in München schaffen würde. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung, Bayern-Fans. Was glaubt ihr? Wie geht das Spiel in Bergamo aus? Schreibt euren Tipp unbedingt unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like da, abonniert Werners Fußballecke, damit ihr keine Bayern-Analysen mehr verpasst. Also dann Bayern-Fans, Daumen drücken am Dienstag und bleibt sportlich. Bis zum nächsten Bayern-Video. Tschüss.